Lektion 1, Shuttle Service. Ich habe gerade gehört, dass das Hotel einen Shuttle-Service zum Einkaufszentrum anbietet, was ziemlich praktisch ist. Das klingt fantastisch. Wie oft läuft es? Der Zug fährt alle 2 Stunden, sodass wir uns keine Gedanken über die Suche nach einem Taxi machen müssen. Perfekt. So haben wir genügend Zeit, verschiedene Geschäfte zu erkunden. Ja, und wir können dort sogar etwas zu Mittag essen. Das klingt nach einem tollen Plan. Ich liebe es, einzukaufen und neue Restaurants auszuprobieren. Ich auch. Ich bin gespannt, welche Geschäfte es im Einkaufszentrum gibt. Ich hoffe, Sie haben einige einzigartige Boutiquen. Es macht immer Spaß, etwas Besonderes zu finden. Auf jeden Fall. Außerdem können wir uns Zeit lassen, da wir wissen, dass der Shuttle da ist, wenn wir ihn brauchen. Lektion 2, die Zeit vergeht. Ist Ihnen aufgefallen, wie schnell aus Wochen Monate werden? Ja, es ist erstaunlich. In einem Moment fühlt es sich an, als hätte das Jahr gerade erst begonnen, und im nächsten ist es schon fast vorbei. Ich weiß. Die Zeit vergeht ziemlich schnell, besonders wenn man mit Arbeit und Leben beschäftigt ist. Man weiß die kleinen Momente dadurch wirklich mehr zu schätzen, nicht wahr? Absolut. Ich versuche, mich daran zu erinnern, jeden Tag zu genießen, anstatt ihn einfach nur durchzuhetzen. Das ist eine tolle Einstellung. Manchmal vergesse ich, langsamer zu machen und die Reise zu genießen. Das ist ganz einfach, besonders wenn das Leben hektisch wird. Stimmt. Aber wenn wir zurückblicken, sind es diese kleinen Momente, die uns am meisten in Erinnerung bleiben. Genau. Also lasst uns dieses Jahr dafür sorgen, dass wir ein paar tolle Erinnerungen schaffen. Lektion 3, Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben muss. Wenn Sie eine Reise nach Frankreich planen, müssen Sie unbedingt den Eiffelturm besuchen. Oh, das wollte ich schon immer mal sehen. Was ist daran so besonders? Nun, es ist nicht nur ikonisch, die Aussicht von oben ist atemberaubend. Das klingt unglaublich. Ich kann mir nur vorstellen, wie schön es sein muss. Das ist es. Außerdem laden die umliegenden Gärten zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Das klingt toll. Gibt es noch weitere Attraktionen, die Sie empfehlen können? Auf jeden Fall. Auch der Louvre ist ein Muss, besonders wenn Sie Kunst lieben. Ich liebe Kunst. Ich würde die Mona Lisa gerne persönlich sehen. Sie werden erstaunt sein, wie klein es im Vergleich zum Hype ist. Lektion 4, Klimmzugziele. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, wie ich meine Kraft verbessern kann. Das ist großartig. Welche konkreten Ziele hast du vor? Ich möchte wirklich mehr Klimmzüge machen können. Für mich war das eine Herausforderung. Klimmzüge sind hart, aber sich ein Ziel zu setzen ist der erste Schritt. Genau. Ich habe mit einem Trainingsprogramm begonnen, um meine Oberkörperkraft zu stärken. Das ist ein kluger Schachzug. Konstanz ist der Schlüssel zum Krafttraining. Ich stimme zu. Ich habe mir auch Tutorial-Videos für bessere Techniken angesehen. Das ist eine gute Idee. Das Erlernen der richtigen Form kann einen großen Unterschied machen. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, meine Fortschritte in den nächsten Monaten zu sehen.
Lektion 5. Bereichernde Traditionen. Haben Sie jemals eine kulturelle Tradition erlebt, die Sie wirklich berührt hat? Ja, ich war einmal auf einem lokalen Festival und es war wirklich bereichernd. Das klingt wunderbar. Was hat es so besonders gemacht? Auf diese Weise kamen alle zusammen, um ihr Erbe zu feiern. Ich liebe dieses Gemeinschaftsgefühl. Hast du an irgendwelchen Aktivitäten teilgenommen? Ja, ich habe traditionelle Gerichte probiert und sogar an einigen Tänzen teilgenommen. Das muss ein Riesenspaß gewesen sein. So etwas würde ich auch gerne mal erleben. Das sollten Sie. Es vermittelt Ihnen eine tiefere Wertschätzung für die Kultur. Das glaube ich. Traditionen erzählen oft so bedeutungsvolle Geschichten. Lektion 6. Abenteuer mit Pfotenabdrücken. Ich kann unser Outdoor-Abenteuer dieses Wochenende kaum erwarten. Das klingt fantastisch. Wir können den Pfotenabdruck hier verwenden, oder? Ja, das ist perfekt. Es ist für jedes Gelände geeignet. Fantastisch. Ich liebe es, draußen zu sein und neue Wege zu erkunden. Ich auch. Alles ist bereit für unser Abenteuer und das Wetter sieht super aus. Das ist ja super. Ich habe ein paar Snacks und Getränke für uns eingepackt. Tolle Idee. Ein kleines Picknick macht es noch angenehmer. Genau. Es wird ein toller Tag voller Natur und gutem Essen. Ich freue mich schon sehr darauf. Es wird ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 7. Finanzielle Sorgen. Machen Sie sich manchmal Sorgen um Geld? Ja, das tue ich manchmal. Viele Menschen machen sich ständig Sorgen. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe oft mit finanziellen Problemen zu kämpfen, besonders in schwierigen Monaten. Es ist eine Herausforderung, nicht wahr? Es kann schwierig sein, Ausgaben und Ersparnisse unter einen Hut zu bringen. Auf jeden Fall. Ich versuche, mein Budget im Blick zu behalten, aber es tauchen immer unerwartete Kosten auf. Das ist die Realität des Lebens. Haben Sie Strategien gefunden, die helfen? Ich habe begonnen, meine Ausgaben genauer zu verfolgen, was sehr hilfreich ist. Das ist ein kluger Ansatz. Bewusstsein kann zu besseren finanziellen Entscheidungen führen. Genau. Ich lerne, meine Bedürfnisse über meine Wünsche zu stellen. Lektion 8. Malherausforderungen. Ich habe an einem Malprojekt gearbeitet und es war eine ziemliche Reise. Das klingt interessant. Gab es auf dem Weg dorthin Herausforderungen? Ja, ich hatte ein wenig Mühe, saubere, gerade Linien an den Rändern hinzubekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist. Wie haben Sie das überwunden? Ich habe viel geübt und gelernt, für mehr Präzision Malerkrepp zu verwenden. Das ist ein toller Tipp. Er muss einen großen Unterschied gemacht haben. Das hat es wirklich. Jetzt vertraue ich meinen Malkünsten mehr. Das ist fantastisch. Es ist erstaunlich, was Übung bewirken kann. Ich bin gespannt, wie das fertige Stück wird. Lektion 9. Ideen für Wochenendausflüge.
Hey, ich brauche dringend eine Pause. Habt ihr Ideen für unseren Wochenendausflug? Wie wäre es mit einem Ausflug in die Berge? Die frische Luft wäre erfrischend. Das klingt perfekt. Ich könnte etwas Zeit in der Natur gebrauchen, um neue Kraft zu tanken. Auf jeden Fall. Wir können wandern, die Gegend erkunden und die wunderschöne Landschaft genießen. Ich finde die Idee super. Außerdem können wir am See entspannen oder ein Lagerfeuer machen. Ja. Es wäre eine tolle Möglichkeit, abzuschalten und die Natur zu erleben. Ich bin schon ganz aufgeregt. Beginnen wir mit der Planung unserer Reiseroute. Auf jeden Fall. Wir können es zu einem lustigen Abenteuer voller Erinnerungen machen. Ich kann es kaum erwarten. Dieses Wochenende wird fantastisch. Lektion 10 – Abfahrtsdetails. Die Abfahrt ist in 30 Minuten geplant. Sind Sie bereit? Ja, ich bin fast fertig. Gibt es eine bestimmte Schlange, in der wir einchecken müssen? Ich glaube, es gibt eine Vorranglinie für diejenigen, die Tickets haben. Das ist gut zu wissen. Wir sollten dorthin gehen, um dem Ansturm zu entgehen. Einverstanden. Es ist besser, früh da zu sein, als zu riskieren, unseren Flug zu verpassen. Auf jeden Fall. Ich möchte lieber Zeit zum Entspannen haben, bevor wir an Bord gehen. Genau. Außerdem können wir uns vor der Abreise noch schnell einen Snack holen. Das klingt super. Lasst uns sicherstellen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Ja. Ich kann es kaum erwarten, bis unser Abenteuer beginnt. Lektion 11 – Sportdominanz. Es ist faszinierend, wie Sportarten wie Baseball, Schwimmen und Golf im Laufe der Jahre die Sportszene dominiert haben. Absolut. Diese Sportarten haben eine reiche Geschichte und unglaubliche Athleten hervorgebracht. Interessanterweise fand Dietrichson immer einen Weg, in diesen Sportarten hervorzustechen und sein bemerkenswertes Talent unter Beweis zu stellen. Das ist beeindruckend. Sein Engagement muss viele junge Sportler inspiriert haben, ihre Träume zu verfolgen. Auf jeden Fall. Jede Sportart hat ihre eigenen Herausforderungen und deren Bewältigung erfordert viel harte Arbeit. Ja, und das Gemeinschaftsgefühl bei diesen Sportarten kann auch sehr motivierend sein. Auf jeden Fall. Ob es darum geht, die Lieblingsmannschaft anzufeuern oder gegen Freunde anzutreten, es bringt Menschen zusammen. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie diese Sportarten kulturelle Barrieren überwinden und Menschen unterschiedlicher Herkunft vereinen können. Genau. Der Wettbewerbsgeist und die Kameradschaft sind wirklich universell. Lektion 12 – Stadtextreme. Das Leben in einer extrem geschäftigen, schnelllebigen Stadt kann manchmal sowohl aufregend als auch überwältigend sein. Ich stimme voll und ganz zu. Die Energie ist ansteckend, aber die ständige Hektik kann etwas zu viel sein. Und wir sind oft erstaunt über den extremen Reichtum um uns herum, es ist faszinierend, so viel Ungleichheit zu sehen. Ja, es ist aufschlussreich, den Kontrast zwischen Luxus und Kampf im städtischen Umfeld zu erleben. Es regt einen wirklich zum Nachdenken darüber an, was Erfolg bedeutet und wie dieser für verschiedene Menschen unterschiedlich ist. Absolut. Es ist wichtig, in solchen Situationen auf dem Boden zu bleiben und sich an den Wert von Empathie zu erinnern. Auf jeden Fall.
Der Austausch mit unterschiedlichen Communities hilft uns, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen. Ich liebe das. Es bereichert unser Leben und macht uns bewusster für die Welt um uns herum. Genau. Aus den Geschichten und Erfahrungen jedes Einzelnen kann man so viel lernen. Lektion 13: Wunder der Küstenlinie. Wussten Sie, dass es an der Küste über 17.000 Kilometer Küste gibt, an der es zahlreiche Sportfischereigebiete gibt? Wow, das ist unglaublich. Es muss ein Paradies für Angelfreunde und Strandliebhaber sein. Absolut. Mit zahlreichen Stränden und Yachthäfen gibt es so viel zu entdecken und zu genießen. Das klingt nach einem idealen Ort für einen Sommerurlaub voller Sonne und lustiger Aktivitäten. Ja. Die Küste bietet nicht nur Möglichkeiten zum Angeln, sondern auch zum Segeln und für andere Wassersportarten. Ich kann mir gut vorstellen, den Tag auf einem Boot zu verbringen, umgeben von wunderschönen Aussichten. Genau. Es ist die perfekte Möglichkeit, abzuschalten und die Natur zu erleben. Und vergessen wir nicht die atemberaubenden Sonnenuntergänge, die Sie entlang der Küste erleben können. Auf jeden Fall. Diese Momente können wirklich magisch sein und jede Sekunde wert, die man dort verbringt. Lektion 14: Internetverbindung. Wenn wir einen Ort mit einer funktionierenden Internetverbindung finden könnten, wäre das großartig für unsere Pläne. Ich stimme voll und ganz zu. Eine stabile Verbindung ist unerlässlich, insbesondere wenn wir beruflich in Kontakt bleiben müssen. Genau. Es ermöglicht uns, Freizeit und Produktivität in Einklang zu bringen und gleichzeitig unsere Zeit fernab der Arbeit zu genießen. Darüber hinaus kann die Möglichkeit, lokale Sehenswürdigkeiten und Restaurants zu recherchieren, unser Erlebnis bereichern. Absolut. Es ist erstaunlich, wie uns die Technologie dabei hilft, das Beste aus unseren Abenteuern zu machen. Und vergessen wir nicht, unsere Erfahrungen in den sozialen Medien zu teilen. Es macht Spaß, Freunde auf dem Laufenden zu halten. Ja. Diese Momente festzuhalten und sofort zu teilen, verleiht unseren Reisen eine neue Dimension. Ich liebe das. Es schafft bleibende Erinnerungen, auf die wir zurückblicken und die wir schätzen können. Genau. Den perfekten Ort mit Internetzugang zu finden, ist unsere oberste Priorität. Lektion 15: Chipchat-Verlauf. Haben Sie von den Spänen gehört, die im Laufe der Geschichte zur Raffination und Metallverarbeitung verwendet wurden? Ja, das habe ich. Es ist faszinierend, welche entscheidende Rolle sie bei der Entwicklung verschiedener Zivilisationen gespielt haben. Mehrere Armeen trafen in Chipchat zusammen, das zu einem wichtigen Zentrum dieser Industrie wurde. Das ist so interessant. Es ist erstaunlich, wie bestimmte Standorte Handel und Technologie beeinflussen können. Genau. Die Nachfrage nach raffinierten Metallen trieb Innovationen voran und prägte die Wirtschaft. Und die Geschichten hinter diesen Fortschritten sind oft ziemlich bemerkenswert, nicht wahr? Ja. Jede Entdeckung brachte neue Möglichkeiten mit sich und veränderte die Gesellschaft. Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, welchen Einfluss die Metallverarbeitung auf unser heutiges tägliches Leben hat. Auf jeden Fall. Das Verständnis dieser Geschichte hilft uns, die Technologie zu schätzen, die wir oft als selbstverständlich betrachten. Lektion 16: Erinnerungsspur. Wissen Sie, wenn ich mir meine Fotos anschaue, kommen die Erinnerungen wieder in mein Gehirn zurück. Das ist so ein schönes Gefühl.
Fotos halten Momente fest, die wir sonst vielleicht vergessen würden. Genau. Jedes Bild erzählt eine Geschichte und weckt Gefühle, die mit dieser Zeit verbunden sind. Ich liebe es, wie ein einzelnes Bild Sie an einen bestimmten Ort und Moment in Ihrem Leben zurückversetzen kann. Ja. Es ist, als würde man diese Erlebnisse noch einmal erleben, nicht wahr? Auf jeden Fall. Und wenn man diese Erinnerungen mit Freunden teilt, werden sie noch besonderer. Auf jeden Fall. Ich genieße es immer, mich an unsere Abenteuer zu erinnern, wenn ich diese Fotos sehe. Ich auch. Es stärkt unsere Bindung und hält unsere gemeinsamen Erlebnisse lebendig. Ich denke, wir sollten ein Sammelalbum anlegen, um einige unserer schönsten Erinnerungen festzuhalten. Lektion 17: Zahnärztliche Untersuchung. Ich hatte vor kurzem eine zahnärztliche Untersuchung und es war ein ziemliches Erlebnis. Ach, wirklich? Was ist bei deinem Besuch passiert? Der Zahnarzt legte mir ein Stäbchen auf die Zunge und leuchtete mit seiner Lampe in meinen Mund, um ihn gründlich zu untersuchen. Das klingt intensiv. Es ist wichtig, die Zahngesundheit aufrechtzuerhalten. Absolut. Es ist zwar etwas unangenehm, aber notwendig, um ein gesundes Lächeln zu bewahren. Ich stimme zu. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen können helfen, Probleme zu erkennen, bevor sie ernst werden. Ja, und der Zahnarzt hat mir einige Tipps zur besseren Mundhygiene gegeben, die hilfreich waren. Das ist großartig. Zu lernen, wie man seine Zähne pflegt, ist für eine langfristige Gesundheit unerlässlich. Auf jeden Fall. Ich bin nach einer Untersuchung immer erleichtert, weil ich weiß, dass alles in Ordnung ist. Lektion 18: Enttäuschung beim Einkaufen. Ich bin gestern in den Laden gegangen, in der Hoffnung, ein paar gute Angebote zu finden. Hatten Sie Glück? Ja, sie hatten ein paar Artikel im Angebot, aber leider war keiner davon etwas, das wir brauchten. Das ist immer enttäuschend. Es ist frustrierend, wenn man nach bestimmten Artikeln sucht und nichts passt. Genau. Ich hatte gehofft, ein paar wichtige Dinge zu finden, aber das war ein Reinfall. Das verstehe ich. Manchmal kann Einkaufen mehr Ärger machen, als es wert ist. Auf jeden Fall. Es ist besser, abzuwarten und genau das zu finden, was Sie wollen, als sich mit weniger zufrieden zu geben. Ich stimme zu. Halten wir die Augen nach besseren Angeboten offen oder versuchen wir es vielleicht in einem anderen Geschäft? Auf jeden Fall. Ich denke, wir haben mehr Glück, wenn wir mehr Optionen prüfen. Lektion 19: Glücksperspektive. Wissen Sie, manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich die Stirn runzle und frage mich, warum. Das ist interessant. Es ist wichtig, über unsere Emotionen nachzudenken. Ja, ich bin gerne glücklich und bemühe mich, diese positive Einstellung in meinem Leben beizubehalten. Das ist eine tolle Einstellung. Eine positive Einstellung kann sich positiv auf Ihr allgemeines Wohlbefinden auswirken. Absolut. Meistens bin ich glücklich, aber Kleinigkeiten können einen schnell aus der Ruhe bringen. Ich verstehe. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden und sich auf das zu konzentrieren, was einem Freude bereitet. Genau. Mich mit positiven Einflüssen zu umgeben, hilft mir sehr. Ja. Schöne Momente mit Freunden zu teilen, kann die Stimmung heben.
Ich halte es für wichtig, glücklich zu sein, und ich suche immer nach Möglichkeiten, dies zu tun. Lektion 20, Konferenzplanung. Klingt gut. Ich denke, es ist wichtig, dass wir heute Nachmittag ein produktives Meeting haben. Auf jeden Fall. Ich werde einen Konferenzraum für uns reservieren, damit wir alles im Detail besprechen können. Tolle Idee. Ein eigener Raum hilft uns, uns auf unsere Tagesordnung zu konzentrieren. Ja, und es ermöglicht uns, ohne Ablenkungen zu brainstormen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, ein Umfeld zu schaffen, das Kreativität und Zusammenarbeit fördert. Genau. Ich sorge dafür, dass der Raum mit allen notwendigen Werkzeugen ausgestattet ist. Perfekt. Ich freue mich auf unseren Austausch und die neuen Ideen, die wir daraus entwickeln werden. Ich auch. Es ist immer spannend, gemeinsam neue Möglichkeiten zu erkunden. Lassen Sie uns dieses Meeting so produktiv wie möglich gestalten. Lektion 21. Wichtige Dinge einpacken. Das stimmt. Bevor wir losfahren, machen wir eine Liste mit den Dingen, die wir mitnehmen müssen. Das klingt nach einer cleveren Idee. So können wir sicherstellen, dass wir nichts Wichtiges vergessen. Genau. Ich vergesse oft Kleinigkeiten und eine Liste erleichtert das Packen ungemein. Guter Punkt. Womit sollten wir deiner Meinung nach anfangen? Wir müssen unbedingt wettergerechte Kleidung einpacken, deshalb sollten wir vorher die Wettervorhersage prüfen. Stimmt. Und wir dürfen wichtige Dinge wie Toilettenartikel und Ladegeräte für unsere Geräte nicht vergessen. Ja. Diese Dinge werden leicht übersehen, sind aber für eine angenehme Reise entscheidend. Wie wäre es mit Snacks und Getränken? Ich denke, wir sollten welche für die Reise mitnehmen. Auf jeden Fall. Eine gute Auswahl an Snacks kann eine lange Reise deutlich angenehmer machen. Lektion 22. Sich treu bleiben. Wissen Sie, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, immer die richtige Richtung einzuschlagen, insbesondere wenn das Leben hart wird. Das stimmt wirklich. Wir stehen vor so vielen Herausforderungen, aber es sind die Hoffnung und die Entschlossenheit, die uns weiter voranbringen. Genau, und es ist unglaublich zu sehen, wie viele Menschen mit uns durchgehalten haben und unsere Vision und Träume teilen. Ich stimme zu. Ihre Unterstützung macht einen großen Unterschied und ermutigt uns, die schwierigen Zeiten durchzustehen. Hoffnung ist ein starker Motivator, nicht wahr? Sie gibt uns die Kraft, an eine bessere Zukunft zu glauben. Ja, und es ist herzerwärmend zu wissen, dass wir auf unserer Reise nicht allein sind. Wir haben eine Community rund um unsere Ziele aufgebaut. Absolut. Es erinnert uns daran, dass wir gemeinsam alles überwinden und unsere Ziele erreichen können. Und wir sollten immer diejenigen feiern, die uns zur Seite stehen. Sie sind diejenigen, die uns inspirieren, weiterzumachen. Auf jeden Fall. Lasst uns weiterhin diese Hoffnung und positive Einstellung verbreiten, sie machen das Leben wirklich schön. Lektion 23. Geheimnisse der Haarpflege. Ich habe gehört, dass Avocado und Olivenöl hervorragend zur Haarpflege geeignet sind. Es ist faszinierend, wie natürliche Inhaltsstoffe Wunder bewirken können. Absolut. Sie sind reich an Nährstoffen, die das Haar von innen heraus nähren und so Gesundheit und Glanz fördern. Aber wie wirken sie eigentlich? Ich bin neugierig auf die Wissenschaft hinter diesen Inhaltsstoffen.
Avocados stecken voller Vitamine und Fettsäuren, die die Kopfhaut mit Feuchtigkeit versorgen und das Haar stärken. Das macht Sinn. Und was ist mit Olivenöl? Ich habe gehört, es kann Friss reduzieren und einen schönen Glanz verleihen. Ja, Olivenöl bildet eine Schutzbarriere, schließt die Feuchtigkeit ein und hält das Haar hydratisiert. Es ist erstaunlich, wie etwas so Einfaches einen so tiefgreifenden Einfluss auf die Gesundheit unserer Haare haben kann. Auf jeden Fall. Außerdem ist die Verwendung natürlicher Produkte eine gute Möglichkeit, aggressive Chemikalien zu vermeiden, die in vielen handelsüblichen Haarpflegeprodukten enthalten sind. Ich denke, wir sollten versuchen, gemeinsam eine Haarmaske herzustellen. Das könnte eine lustige und wohltuende Aktivität sein. Lektion 24: Wunder der Tierwelt. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie vielfältig unsere Landschaft ist und wie vielen unglaublichen Säugetieren sie einen Lebensraum bietet? Absolut. Es ist erstaunlich, dass Wildtiere wie Elche, Dickhornschaffe und sogar Grizzlybären in ihrem natürlichen Lebensraum gedeihen. Und vergessen wir nicht die Karibus. Sie sind majestätische Tiere, die weite Entfernungen durchstreifen. Ja, sie verkörpern den Geist der Wildnis und sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, ist ein atemberaubendes Erlebnis. Ich liebe es, wie jede Art eine einzigartige Rolle im Ökosystem spielt und ein Gleichgewicht schafft, das das Leben unterstützt. Genau. Der Schutz dieser Lebensräume ist entscheidend, um die Artenvielfalt zu erhalten und sicherzustellen, dass auch zukünftige Generationen sie genießen können. Es liegt an uns, die Umwelt zu schützen und uns für Naturschutzbemühungen einzusetzen. Dem kann ich nur zustimmen. Jede Aktion zählt, und selbst kleine Veränderungen in unserem täglichen Leben können große Auswirkungen haben. Gemeinsam können wir das Bewusstsein schärfen und andere dazu inspirieren, unsere wunderschöne Tierwelt zu schätzen und zu schützen. Lektion 25: Fashion Essentials. Wissen Sie, ich könnte wirklich einen neuen Gürtel und eine neue Brieftasche gebrauchen, meine jetzigen sehen ziemlich abgenutzt aus. Das ist eine gute Idee. Ein stylischer Gürtel kann ein Outfit wirklich aufwerten, und eine schöne Brieftasche ist immer eine praktische Investition. Haben Sie bestimmte Vorlieben oder Stile im Kopf, die Ihrer Meinung nach zu mir passen würden? Ich denke, ein klassischer Ledergürtel ist zeitlos und passt zu fast allem. Das stimmt. Und für die Brieftasche vielleicht etwas Schlankes und Funktionales, aber trotzdem stylisch genug für den Alltag? Ja, genau. Eine Brieftasche, die alle deine Karten aufnehmen kann, ohne sperrig zu sein, ist für den Komfort unerlässlich. Ich schätze deine Modetipps. Es ist immer hilfreich, beim Einkauf von Essentials eine zweite Meinung einzuholen. Jederzeit. Außerdem macht gemeinsames Einkaufen mehr Spaß und wir können uns gegenseitig helfen, die besten Optionen zu finden. Ich freue mich darauf, ein bisschen Einkaufstherapie klingt nach einer tollen Art, den Tag zu verbringen. Lektion 26: Digitaler Komfort. Ich habe in letzter Zeit viel über digitale Bordkarten gehört. Sind sie für Flugreisen wirklich zuverlässig? Ja, sie sind recht zuverlässig und bei vielen Fluggesellschaften mittlerweile Standard. Sie vereinfachen den Check-in-Prozess erheblich. Das ist super. Es ist so praktisch, alles auf dem Handy zu haben, anstatt mit Papiertickets herumzufummeln. Absolut. Außerdem verringert sich das Risiko, dass Sie Ihre Bordkarte vor dem Flug verlieren. Mich würde interessieren, ob alle Flughäfen digitale Bordkarten akzeptieren oder ob es immer noch welche gibt, die Papierkarten verlangen.
Die meisten großen Flughäfen akzeptieren sie, aber sicherheitshalber ist es immer ratsam, sich vorher bei Ihrer Fluggesellschaft zu erkundigen. Das ist sinnvoll. Es ist wichtig, über die neuesten Reiserichtlinien informiert zu bleiben, um Überraschungen zu vermeiden. Auf jeden Fall. Reisen mit weniger Aufwand macht das ganze Erlebnis viel angenehmer. Ich freue mich darauf, es auf unserer nächsten Reise auszuprobieren. Es fühlt sich wie ein Schritt in Richtung eines moderneren Reiseerlebnisses an. Lektion 27: Lagerfeuererinnerungen. Es ist etwas ganz Besonderes, sich um ein Feuer zu versammeln und Lieder zu singen. Es schafft Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Ich stimme voll und ganz zu. Solche Momente bringen Menschen auf eine einzigartige und herzliche Weise zusammen. Denken Sie nur an die Wärme des Feuers, das Geräusch von Gelächter und die Melodien, die die Nachtluft erfüllen. Es ist magisch. Jedes Lied erzählt eine Geschichte und es fühlt sich an, als würden wir ein Stück unseres Herzens miteinander teilen. Genau. Und diese gemeinsamen Erlebnisse führen oft zu tieferen Verbindungen und Freundschaften. Ja, das tun sie. Es erinnert uns an die einfachen Freuden des Lebens, die wir oft als selbstverständlich ansehen. Ich denke, wir sollten bald einen Campingausflug planen. Das wäre die perfekte Gelegenheit, noch mehr solcher Erinnerungen zu schaffen. Das klingt wunderbar. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir am Kamin sitzen, unsere Lieblingslieder singen und die Gesellschaft des anderen genießen. Lass es uns wahr werden lassen. Ich kann diese unvergesslichen gemeinsamen Momente kaum erwarten. Lektion 28: Vegetarische Optionen. Ich habe vor kurzem ein Lokal entdeckt, das vegetarische Gerichte anbietet, und es ist eine große Erleichterung, eine gute Auswahl zu finden. Das ist fantastisch. Für Restaurants ist es wichtig, auf unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten einzugehen, damit sich jeder einbezogen fühlt. Absolut. Ich war positiv überrascht von der Vielfalt, die sie hatten. Es gab nicht nur Salate, sondern richtig herzhafte Gerichte. Das freut mich zu hören. Wenn Restaurants kreative vegetarische Gerichte anbieten, kann das kulinarische Erlebnis deutlich verändern. Ich habe mich gefragt, wo ich noch mehr solcher Orte finden kann. Ich möchte verschiedene Küchen kennenlernen. Sie können lokale Foodblogs oder Apps durchsehen, die auf vegetarische und vegane Gerichte spezialisiert sind. Das ist eine tolle Idee. Ich liebe es, neue Orte zu entdecken und verschiedene Gerichte auszuprobieren. Ich auch. Nehmen wir uns vor, jede Woche ein neues Restaurant zu besuchen. Das könnte unser kleines Abenteuer werden. Ich bin dabei. Gemeinsam Essen zu entdecken klingt nach einer tollen Möglichkeit, unseren kulinarischen Horizont zu erweitern. Lektion 29: Olympisches Erbe. Es gab viele Diskussionen über die Olympischen Spiele und die Veränderungen in den letzten Jahrzehnten. Ja, es ist interessant, über die ursprüngliche Vision der Bewegung nachzudenken und darüber, ob sie auch heute noch aufrechterhalten wird. Ich frage mich, ob das Internationale Olympische Komitee wirklich dem Plan seines Gründers folgt oder ob es sich von seinen Wurzeln entfernt hat. Das ist ein gutes Argument. Der Geist der Olympischen Spiele sollte die Einheit und den Sportsgeist zwischen den Nationen fördern. Genau. Doch angesichts der ganzen Kommerzialisierung und Politik, die damit verbunden ist, hat man manchmal das Gefühl, dass diese Botschaft verloren geht. Ich stimme zu und es wirft Fragen über die Zukunft der Olympischen Spiele und darüber auf, wofür sie stehen. Es ist wichtig, diese Themen weiterhin zu diskutieren, denn sie prägen unsere Sicht auf den internationalen Sport und die internationale Zusammenarbeit. Ja,
Und vielleicht können wir durch das Teilen unserer Gedanken andere dazu inspirieren, sich an diesem wichtigen Gespräch zu beteiligen. Lassen Sie uns diese Ideen weiter erforschen, es ist faszinierend zu sehen, wie die Geschichte die Gegenwart beeinflusst. Lektion 30: Historische Tragödien. Haben Sie vom tragischen Schicksal der gesamten Zarenfamilie während der bolschewistischen Revolution gehört? Ja, diese Nachricht war für viele Menschen zu schrecklich, um sie zu begreifen. Sie veränderte den Lauf der Geschichte dramatisch. Es ist kaum zu glauben, dass eine so mächtige Familie so schnell zu Fall gebracht werden konnte. Absolut. Ihre Geschichte ist eine eindringliche Erinnerung an die Fragilität der Macht und die Auswirkungen politischer Unruhen. Ich frage mich oft, wie anders die Welt heute wäre, wenn die Dinge für sie anders gelaufen wären. Das ist eine Frage, die zum Nachdenken anregt. Die Geschichte ist voller Momente, die einen völlig anderen Verlauf hätten nehmen können. Und es ist wichtig, sich an diese Ereignisse zu erinnern, da sie unser Verständnis von Gesellschaft und Regierungsführung prägen. Ja, die Auseinandersetzung mit der Geschichte hilft uns, wertvolle Lektionen zu lernen, die auch heute noch relevant sind. Lassen Sie uns diese Themen weiter diskutieren. Sie vertiefen unser Verständnis für die Komplexität menschlicher Erfahrungen.